Ich bin Mutter von 2 Jungen und mein Leben drehte sich immer um das Gleichgewicht zwischen Arbeit, Familie und allem dazwischen. Mein Mann, obwohl ein guter Mensch, arbeitete oft bis spät und im Laufe der Zeit entstand eine Distanz zwischen uns, sowohl emotional als auch physisch. Ich beschäftigte mich mit meinen Jungs, füllte meine Tage mit Aktivitäten und ihrem Lachen, aber als sie älter und selbstständiger wurden, fand ich mich mit einer Einsamkeit konfrontiert, die ich seit Jahren nicht mehr gespürt hatte. Mein ältester Sohn Lukas wurde letztes Jahr 22. Er war vor meinen Augen erwachsen geworden, stark, klug, freundlich und in vielerlei Hinsicht mein Fels. Wir waren uns immer nahe gewesen, aber als er erwachsen wurde, begann sich die Art unserer Beziehung zu verändern. Er war nicht mehr das Kind, das zu seiner Mutter aufsah. Wir waren ebenbürtig und sprachen oft über das Leben, die Liebe und die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens. Wir fanden Trost in der Gesellschaft des anderen auf eine Weise, wie ich es mit niemand anderem tat. Nicht einmal mit meinem Mann. Es war nicht so, dass ich etwas ändern wollte. Im Gegenteil. Ich hätte nie daran gedacht, dass so etwas passieren könnte. Doch manchmal überrascht dich das Leben, wenn du es am wenigsten erwartest. Alles begann an einem Sommernachmittag, als Lukas für die Ferien vom College nach Hause kam und wir allein im Haus waren. Mein Mann war wie immer geschäftlich unterwegs und mein jüngerer Sohn war mit Freunden auf eine Reise gegangen. Ich war in der Küche und versuchte, mich zu beschäftigen, aber meine Gedanken waren woanders. Ich fühlte eine Leere, ein Verlangen nach etwas, das ich nicht wirklich erklären konnte. Während ich das Mittagessen zubereitete, kam Lukas herein. Seine Anwesenheit füllte den Raum. In den letzten Jahren war er sowohl körperlich als auch emotional gewachsen und eine ruhige Reife in ihm zog mich an, auch wenn ich es niemals laut zugeben würde. Wir setzten uns zusammen zum Essen, lachten und sprachen über sein College-Leben, seine Freunde und seine Träume für die Zukunft. Doch als das Gespräch tiefgründiger wurde, ertappte ich mich dabei, ihn auf eine Art anzusehen, wie ich es noch nie zuvor getan hatte. Nicht als meinen Sohn, sondern als Mann. Anfangs war es nur subtil. Die längeren Blicke, die Art, wie ich von seiner Stimme und seinem Selbstbewusstsein angezogen war. Ich versuchte es abzuschütteln und sagte mir, es sei nur der Stolz einer Mutter, die ihren Sohn zu einem unglaublichen Menschen heranwachsen sieht. Doch da war noch etwas anderes. Etwas, das mein Herz ein wenig schneller schlagen ließ, wenn er lächelte. Wenn seine Hand meine berührte, während er mir ein Gericht reichte. Später am Abend saßen wir auf der Couch und sahen einen Film, wie wir es schon unzählige Male zuvor getan hatten. Aber diesmal fühlte es sich anders an. Die Luft zwischen uns war geladen, erfüllt von einer unausgesprochenen Spannung, die ich nicht einordnen konnte. Ich versuchte es zu ignorieren und mir einzureden, dass ich mir das nur einbildete. Aber je mehr ich versuchte, die Gedanken zu verdrängen, desto mehr blieben sie. In einem Moment wandte sich Lukas zu mir, sein Gesicht nur wenige Zentimeter von meinem entfernt, und ich fühlte, wie mir der Atem stockte. Seine Augen, dieselben Augen, die ich von kindlicher Unschuld zu männlicher Stärke hatte wachsen sehen, hielten meinen Blick mit einer Intensität, der ich nicht entkommen konnte. Er streckte die Hand aus und strich mir eine lose Haarsträhne aus dem Gesicht. Seine Berührung sanft, aber elektrisierend. Ich erstarrte, hin und her gerissen zwischen der Wärme seiner Geste und der Verwirrung, die in mir tobte. »Mama, geht es dir gut?« fragte er leise, seine Stimme voller echter Besorgnis. Ich nickte, aber ich war mir nicht sicher. Etwas hatte sich zwischen uns verändert, etwas, auf das ich nicht vorbereitet war. In dieser Nacht konnte ich kaum schlafen, wälzte mich hin und her und spielte die Ereignisse des Tages immer wieder in meinem Kopf durch. Es war lächerlich, nicht wahr? Er war schließlich mein Sohn. Wie konnte ich nur so denken? Doch so sehr ich versuchte, es mir rational zu erklären, ich konnte das Gefühl nicht leugnen. Ich sagte mir, dass es nur eine Phase war, ein momentanes Fehlurteil, nichts weiter. Morgen würde alles anders sein,
Ich würde diese Gedanken abschütteln und wieder seine Mutter sein. Nicht mehr und nicht weniger. Doch im Laufe der Tage schien alles nur noch komplizierter zu werden. Am nächsten Morgen wachte ich mit einem Gefühl der Entschlossenheit auf. Ich sagte mir, dass es nur ein seltsamer, emotionaler Moment gewesen war. Nichts weiter. Schließlich war Lukas immer eine Quelle des Trostes für mich gewesen. Besonders, weil mein Mann so oft abwesend war. Ich liebte ihn tief, aber diese Gefühle waren die Liebe einer Mutter für ihren Sohn. Das war die Realität, auf die ich mich konzentrieren musste. Ich versuchte mich zu beschäftigen, vertiefte mich in Hausarbeiten und vermied jede ruhige Minute, in der meine Gedanken zurück zu der Verwirrung des vorherigen Tages wandern könnten. Doch es dauerte nicht lange, bis Lukas mich fand, wie er es oft tat, bereit für ein Gespräch oder eine Aktivität, um die Zeit zu vertreiben. »Hey Mama, willst du mit mir spazieren gehen? Es ist ein wunderschöner Tag«, sagte er, lächelnd in der Tür stehend. Ein Spaziergang schien harmlos genug, und ich dachte, die frische Luft könnte helfen, meinen Kopf frei zu bekommen. Wir gingen in einen nahegelegenen Park, spazierten Seite an Seite und sprachen über alles, von seinen Kursen bis zu den Orten, die er eines Tages besuchen wollte. Seine Stimme war beruhigend und ich spürte, wie ich mich ein wenig entspannte. Vielleicht war das genau das, was ich brauchte. Einfach eine normale, ungestörte Zeit mit meinem Sohn. Ohne seltsame Gedanken, ohne gemischte Gefühle. Einfach wir, wie es immer gewesen war. Doch während wir gingen, begann die Stille zwischen unseren Gesprächen schwerer zu wirken. Ich konnte es spüren, auch wenn keiner von uns es aussprach. Es war diese gleiche unausgesprochene Spannung vom Tag zuvor und sie folgte uns jetzt wie ein Schatten. Ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte, also versuchte ich mein Bestes, sie zu verdrängen. Lukas jedoch schien zu bemerken, dass etwas nicht stimmte. »Du warst in letzter Zeit ziemlich still«, sagte er und sah mich an. »Ist alles in Ordnung? Du kannst mit mir reden, du weißt das.« Seine Besorgnis machte es nur schwerer. Wie konnte ich ihm sagen, dass dieses seltsame Gefühl wegen ihm war? Dass die Grenzen in meinem Kopf begonnen hatten zu verschwimmen? Dass ich Schwierigkeiten hatte zu verstehen, was zwischen uns passierte? Ich lächelte und versuchte es abzuwehren. »Oh nein, mir geht's gut, Schatz, nur... Weißt du, dein Vater ist in letzter Zeit viel weg und ich habe viel im Kopf.« Das schien ihn zu beruhigen und wir gingen weiter, obwohl die Schwere zwischen uns nicht nachließ. Während wir durch den Park schlenderten, fanden wir eine Bank und setzten uns eine Weile. Die Sonne war warm und das Geräusch spielender Kinder erfüllte die Luft. Für einen kurzen Moment ließ ich mich entspannen und dachte, vielleicht würde alles wieder normal werden. Aber dann drehte sich Lukas zu mir um, mit demselben intensiven Blick vom Abend zuvor, und mein Herz flatterte wieder auf seltsame Weise. Ich konnte es fühlen. Die Nähe, die Art, wie wir uns zu etwas hinzubewegen schienen, das keiner von uns zugeben wollte. Er lehnte sich leicht nach vorn, sein Arm streifte meinen und ich spürte einen Ruck durch mich gehen. Es war oberflächlich betrachtet harmlos, doch darunter wusste ich, dass es mehr war. Bevor ich mich zurückziehen konnte, sprach Lukas wieder, seine Stimme sanft, fast zögernd. »Ich habe das vermisst. Weißt du, zu Hause zu sein und Zeit mit dir zu verbringen. Es ist nicht dasselbe, wenn ich in der Uni bin. Dort habe ich niemanden, der mich so versteht wie du.« Seine Worte trafen mich härter, als ich erwartet hatte. Ich hatte ihn auch vermisst. Mehr, als ich mir eingestanden hatte. Allein im Haus zu sein, während mein Mann weg war, hatte dieses Gefühl der Einsamkeit nur verstärkt. Und nun, hier mit Lukas, schien diese Leere kleiner, gefüllt durch die Verbindung, die wir teilten. Aber es war nicht richtig. Ich wusste, dass es nicht richtig war. »Ich habe dich auch vermisst«, sagte ich leise. Meine Stimme stockte ein wenig. Ich konnte seinen Blick auf mir spüren, wie er in meiner Antwort nach etwas mehr suchte. Meine Hände zitterten leicht, während ich versuchte, den Sturm der Gefühle in mir zu kontrollieren. Ich musste dem ein Ende setzen, was auch immer das hier war, bevor es noch weiterging. Als ob er mein inneres Chaos spürte, griff Lukas nach meiner Hand. Es war eine so einfache Geste, eine, die er schon oft gemacht hatte. Aber jetzt
fühlte sie sich anders an. Intimer, gefährlicher. Ich hätte mich zurückziehen sollen, aber ich tat es nicht. Stattdessen ließ ich meine Hand in seiner ruhen und ließ mich einen Moment lang dieses Gefühl der Verbindung, diese Nähe spüren, die wir teilten. Doch dann riss mich die Realität zurück und ich zog abrupt meine Hand weg und stand auf. Mein Herz raste. »Ich glaube, wir sollten zurückgehen«, sagte ich, fester als ich erwartet hatte. Lukas sah überrascht aus über meine plötzliche Bewegung, aber nickte und stand auf, um mit mir zurückzugehen. Wir gingen schweigend zurück. Die Spannung zwischen uns nun fast unerträglich.